So, guten Abend, liebe Gäste. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Pressekonferenz des Spiels der Heilbronner Falken gegen die Lausitzer Füchse. Endergebnis 5:2 vor 1312 Besuchern. Ich begrüße ganz herzlich zu meiner rechten den Gästetrainer aus der Lausitz, Hannu Jerempe, und zu meiner linken den Trainer der Heilbronner Falken, Gerhard und der Lugar. Hannu, how did you see the game tonight? Well, danke. It was tough. Home team, they played really well, no question about it. In the second period, I think that was a turning point. They scored three goals, and it was in the third period. It was tough to play, but something positive. Lausitz chse, he played his first game in this league, and he did really well. Young defenseman, and also our new players, Ranta and Hayes. They almost found a goal tonight, hitting a post and crossbar. It wasn't their night, but we just have to believe, and on Sunday we have a new chance. Yeah, the overall, I can't be happy. We made a couple of mistakes in our zone, but what the heck, life goes on, and Sunday we have a new chance. Thank you. Thank you. I'll try to do a quick translation. Das Spiel war hart heute Abend. Es war ein sehr schwieriges Spiel. Im zweiten Drittel war dann Turning Point, also das Spiel ist gekippt nach den 3 Toren. Das Spiel war sehr hart zu spielen. Wenn es etwas Positives mitzunehmen gibt, dann Lars Schiller, das sein erstes Spiel in der zweiten Liga gemacht hat in der Verteidigung. Ranta und Hayes, die heute Abend zusammen dann quasi als neue Spieler hier auf dem Eis waren, haben fast ein Tor gemacht, haben den Pfosten getroffen. Es war nicht einfach, es sind zu viele Fehler im eigenen Drittel passiert, aber wie gesagt, ein hartes Spiel, und die Heimmannschaft hat gut gespielt und verdient gewonnen. Hannu, you led the game with 0-1. Why didn't you keep on playing? You were dynamic, you were fast, you won the fights. How come you got the 1-1 and weren't able to stay on like that? Nachfrage, die Gäste gingen mit 0:1 in Führung, waren schneller, waren spritzig in den Zweikämpfen, konnten aber dieses hohe Niveau nicht halten. Woran lag's? Yeah, that's if I knew the answer, I would be coaching in NHL right now. No, just. You were coach of the league last year, so I asked for an answer. Yeah, we had just like I said, we had after 1-0, we had a couple chances to increase our lead, but it didn't work out, and then we made one of those stupid mistakes in our zone, and Mr. Lavalle, he scored a goal, and what can you say? You try to come back, and it was tough. Just like I said, home team, they were strong tonight, no question about it. And I think it was a little bit of also their fault that we didn't score more than 2 goals. Thank you, Hannu. So I take the fault as a compliment for the home team. Er sagt, wenn er eine Antwort wüsste auf die Frage, warum das Spiel gekippt ist, dann würde er NHL coachen. Ich habe gesagt, er war ja Trainer des Jahres letzte Saison. Ich erwarte eine Antwort. Dann sagt er, ja, was tatsächlich das Spiel war schwer zu spielen, sind dann dumme Fehler passiert. Kevin Lavallee mit einem Tor, und er sagte, tatsächlich am Ende des Tages, die Heimmannschaft hat sehr stark gespielt und hat das Spiel auch verdient gewonnen. Thank you, Hannu. Gerhard, mit dem Kompliment an deine Mannschaft für die gute Leistung vom Gästetrainer, auch Gratulation von meiner Seite. Wie hast du das Spiel heute Abend gesehen? Schönen guten Abend. Ja, danke erst einmal, und ja, ich bin auf die Mannschaft sehr stolz. Wir haben einen Weg gefunden. Die ersten 15 Minuten haben wir eher so
eine Hockey-Eishockey-Einstellung gehabt. Wir haben im eigenen Drittel keine Zweikämpfe angenommen, wir sind rumgeschwungen, wir haben nicht gebremst. Lausitzer war stärker, hat mehr Chancen gehabt, waren spritziger, so wie du schon vorher gesagt hast. Ich glaube, dann noch so ca. 15 Minuten sind wir besser ins Spiel gekommen und wir haben angefangen, mehr im Körper zu spielen, einfacher zu spielen. Und einfach habe ich schon öfters gesagt, heißt jetzt nicht, dass wir passiv spielen oder langweiliges Eishockey. Wir müssen auf unsere Arbeit machen und das ist nachher eben zum Schluss besser geworden und daraus haben sich dann die Chancen eben ergeben und die Tore. Ja, was ganz beeindruckend war oder auch schön war heute Abend zu sehen, dass eigentlich jede Reihe gescored hat. Bis auf die erste Reihe, die sonst die Tore macht. Aber war das mit ein wichtiger Punkt, dass eben in der Qualität heute Abend in allen Reihen tatsächlich dann am Ende das Ergebnis zustande kam mit einer überzeugenden Leistung? Ja, auf alle Fälle. Man hört immer viele Trainer sprechen über Secondary Scoring und das haben wir heute gehabt. Wir haben heute, okay, unsere Top-Linie hat heute kein Tor gemacht, aber wie gesagt, es sind andere Spieler einfach einen Schritt vorgetreten und haben gezeigt, dass sie auch Tore machen können und das ist auch wichtig. Das ist auch wichtig für eine Mannschaft über eine ganze Saison hinweg, dass du Spieler hast, ob es der Top-Linie ist, ob es der zweite, dritte, vierte Linie ist, die was alle Tore machen können. Und ja, wie gesagt, aber es muss trotzdem noch, ist egal, auch wieder erste oder vierte Linie, es muss jeder genauso gut defensiv spielen wie offensiv und zum Schluss hat unsere erste Linie das 4:2 bekommen, wo eigentlich alle ein bisschen auf Offensivmod schon eingestellt waren. Das sollte eigentlich nicht passieren, aber im Großen und Ganzen war ich doch zufrieden mit der Leistung der Mannschaft und wir haben auf alle Fälle einen Weg gefunden zu gewinnen. Gerhard, ganz herzlichen Dank. Gibt es Fragen an beide Trainer? Marc, das ist eine Frage. Derby steht vor der Türe, unterwegs ist der Schlenker, hat diese Schmerzverzerrt, das Eis verlassen, im letzten Drittel hat er wieder gespielt, ist sein Einsatz im Derby gefährdet, er hat sich irgendwie an den Oberschenkel gelangt. Wir vermarkt die Frage nach dem medizinischen Bulletin. Ich wiederhole kurz für unsere Gäste die Frage nach Jonas Schlenker, der anscheinend schmerzverzerrt das Eis verlassen hat, sich am Oberschenkel gegriffen hat. Wie sieht es aus fürs Derby mit ihm? Naja, ich meine, er hat gesagt, Charlie was bekommen drüben, das passiert. Er hat, glaube ich, einen Wechsel versäumt. Natürlich hat es einmal kurz wehgetan, aber das muss man jetzt abwarten, wie da der Guss im Oberschenkel oder ob es wirklich was Schlimmeres ist, das kann man jetzt noch gar nicht sagen, aber ich gehe mal davon aus, dass er sicher spielen wird. Vielen Dank. Weitere Fragen? Die Frage, wenn wir bei der Medizin sind, der Gesundheitsstand von Corey May, wie sieht es mit ihm aus? Der Corey hat gestern, war er schon am Ergometer, hat schon einen relativ harten Intervall runtergekurbelt mit relativ hohem Puls und es ist ihm gut gegangen, das ist ein gutes Zeichen, er ist auf dem richtigen Weg und wir schauen mal, morgen geht er das erste Mal mit der Mannschaft aufs Eis zum Training und dann entscheiden wir, oder er wird entscheiden, wie er sich fühlt und wenn er sagt, er ist bereit, dann glaube ich, wird er am Sonntag spielen. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Zweite Situation in Folge, Unterzahl, kein Tor, kein Gegentreffer kassiert, von Saulus zu Paulus, wie erklärst du das? Die Unterzahleffizienz der Mannschaft hat stark zugenommen, vom Saulus zum Paulus. Wie erklärst du dir das oder wie beschreibst du die Verbesserung? Ne, wir spielen es einfach einfacher. Wir laufen nicht mehr so viel rum, wir probieren nicht oberaggressiv zu spielen. Wir jumpen, wenn wir die Chance haben, aber früher sind wir oft aus Position gekommen, wenn die gegnerische Mannschaft die Scheibe gut bewegt hat, dann haben wir ein bisschen die Geduld verloren und sind aus der Position gekommen. Und zurzeit funktioniert das eigentlich recht gut. Wir sind abgeklärter, entspannter vor allem und warten dann wirklich auf Rebounds, wo man dann wirklich aggressiv draufgehen kann. Vielen Dank. Weitere Fragen? Gut, dann gebe ich gerne noch die anderen Ergebnisse des heutigen Spieltags durch. Bad Nauheim verliert zu Hause gegen Dresden mit 1:4. Kaufbeuern schlägt Kassel nach Verlängerung mit 3:2. Bad Tölz verliert zu Hause gegen Bietigheim mit 0:2. Grimmitschau verliert zu Hause gegen Frankfurt mit 5:8 und Ravensburg gewinnt gegen Bayreuth mit 10:1. Ich bedanke mich ganz herzlich bei beiden Trainern. Thank you very much, Hanno Jabberpe und Gerhard von der Lugauer für die Teilnahme an der Pressekonferenz. Unserer Mannschaft drücken wir natürlich ganz fest die Daumen zuallererst am Sonntag fürs Derby in Bietigheim, dann auf unserer Auswärtsrunde das nächste Auswärtsspiel in Grimmitschau und dann in Bad Tölz. Und dann sehen wir uns wieder am Sonntag, dem 3. Dezember um 17 Uhr bereits. Spielbeginn zum Familientag der Heilbronner Falken in der Kolbenschmidt Arena in Heilbronn gegen die Ravensburg Tower Stars. Bis dahin alles Gute, ein schönes Wochenende. Tschüss und auf Wiedersehen.